Hi, ich bin Sandra, the Coaching Artist, und ich gehe, seit ich 21 Jahre alt bin, regelmäßig Blut spenden, sodass ich mittlerweile mehr als 25 Mal Blut gespendet habe, was mir das Katharinenhospital in Stuttgart, wo ich immer spenden gehe, auch kürzlich mit dieser Ehrenurkunde bestätigt hat. Ui, toll. Bisschen krass, dass die wirklich eine Urkunde für das Blutspenden vergeben, aber hey, ich find's super lieb und jetzt hatte ich auch einen guten Beweis für dieses Video. Denn natürlich soll es nicht um diese Urkunde gehen und nicht einmal um diese Anzahl meiner Spenden an sich, sondern um das eigentliche Thema: Blutspenden und Kreativität? Richtig gehört. In diesem Video möchte ich dir erklären, wie dich Blutspenden tatsächlich kreativer machen kann, und ich möchte auch einfach meine eigenen Erfahrungen mit dir teilen, sodass du einen besseren Einblick in das Thema bekommst. Denn das ist meiner Meinung nach einfach extrem wichtig und wird gar nicht oft genug besprochen. Und keine Angst, du wirst in diesem Video kein Blut sehen, sondern eher das Making-of eines Kunstwerkes sowie Animationen, die ich zum Thema erstellt habe. Und noch eines vorweg, bleib am besten wirklich bis zum Ende dieses Videos dran, denn dich erwartet eine kleine Aktion, in der du etwas Tolles geschenkt bekommen kannst. Also, mach es dir gemütlich und los geht's! Wie die meisten weißt du sicherlich auch, dass Blutspenden eine gute Sache ist, die man tun sollte. Aber bestimmt kennst du nicht alle Gründe, die dafür sprechen. Allen voran steht dabei natürlich der soziale Grund. Mit nur einer Spende kannst du tatsächlich das Leben von bis zu 3 Menschen retten, da je Patient oft nur ein bestimmter Teil des Blutes benötigt wird. Und davon haben wir eben 3: Blutkörperchen, Blutplasma und gegebenenfalls Blutplättchen, die bei der Spende getrennt werden. Und ja, du rettest damit wirklich Leben. Damn! Nicht mal eben beim Umzug helfen oder einer Omi über die Straße helfen, was für sich genommen natürlich auch nette Gesten sind, aber besser als jemanden vor dem Tod zu bewahren, geht es literally nicht. Aktuell gibt es nämlich trotz all der wissenschaftlichen Entwicklungen noch keine Möglichkeit, Blut künstlich zu ersetzen. Und das bei rund 15.000 Spenden, die täglich für eine sichere Versorgung benötigt werden. Und von denen du selbst sehr sicher mindestens einmal im Leben eine benötigen wirst. Deine Spende kann demnach der Grund sein oder einer der Gründe, warum zum Beispiel eine Mutter ihr Kind nach einem Unfall trotzdem aufwachsen sieht. Warum ein Mann seine Krebstherapie fortsetzen kann. Oder warum eine Großmutter doch noch den Geburtstag ihres Enkels nach einer OP miterleben kann. Kurz, wenn du enorm viel Gutes auf möglichst einfache Weise tun willst, den Warm Glow erleben willst, also das Hochgefühl, was danach kommt, dann ist Blutspenden wahrscheinlich deine beste Option. Und das Tolle ist, das Ganze hat auch positive Nebeneffekte für dich als Spender. Erstens wirst du vor und nach jeder Blutspende medizinisch untersucht. Das heißt, es wird ein kleines Blutbild erstellt, deine Körpertemperatur und dein Blutdruck werden gemessen und dein Blut wird anschließend auf verschiedene ansteckende Infektionskrankheiten hin untersucht und teilweise gibt es sogar noch weitere Tests. So wird sichergestellt, dass du an dem Tag wirklich spendefähig bist und dich nicht selbst gefährdest. Und andererseits kannst du dadurch eventuelle gesundheitliche Probleme frühzeitig erkennen und gegensteuern, wie etwa bei Eisenmangel, Entzündungen oder auch HIV. Interessanterweise durfte ich selbst zu Beginn tatsächlich einige Male gar nicht spenden, weil ich bei den Voruntersuchungen einen Eisenmangel hatte. Aber seitdem ich vegan lebe, ist es praktisch kein Problem mehr. Also so viel zu Veganer bekommen ja nicht genügend Nährstoffe ab. Aber das ist ein anderes Thema
vielleicht für ein anderes Video. Jedenfalls bekommst du neben diesem kostenlosen Gesundheitscheck auch einen tatsächlichen Gesundheitsboost, wenn du spenden gehst. Insbesondere wenn du unter Bluthochdruck leidest, also Hypertonie, kann laut einer Studie des Charité in Berlin das regelmäßige Spenden helfen, diesen Druck entscheidend zu senken, dich vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu schützen und das Risiko für einen Schlaganfall zu reduzieren. Außerdem vermuten Experten, dass regelmäßige Blutspender im Vergleich zu Nicht-Blutspendern seltener an Erkältungen erkranken, eine gesteigerte Immunabwehr aufweisen und viele Blutspender selbst gaben in der Studie auch an, sich allgemein leistungsfähiger und besser zu fühlen. Und das kann ich selbst auch nur bestätigen. Nach 1-2 Tagen, in denen ich erst einmal weniger Energie habe nach dem Spenden und keinen Sport mache, habe ich danach geistig und körperlich umso mehr Energie. Ich spüre förmlich, wie sich Teile meines Körpers erneuern und quasi wie beim Frühjahrsputz einmal der ganze Körper gereinigt wird. Zudem bekommst du einen Blutspendeausweis mit einem Vermerk deiner Blutgruppe, der bei Unfällen den entscheidenden Zeitvorteil bringen kann. Lilu Dallas Multipass. Ich habe mich damals auch sehr über meinen Ausweis gefreut, auch wenn das Foto darauf nicht allzu vorteilhaft war, aber endlich konnte ich meine Blutgruppe deuten. Okay. Im Ernst, in Japan ist der Glaube weit verbreitet, dass die Blutgruppe Rückschlüsse über Persönlichkeit, Charakter und Verträglichkeit einer Person ermöglicht. Manchmal werden danach sogar Bewerber für einen Job ausgewählt bzw. präferiert. What? Ja, das ist kein Scherz, das ist wirklich so. Und ich persönlich glaube zwar nicht ernsthaft daran, aber interessiert war ich schon. Fun Fact: Meine Blutgruppe 0 positiv beschreibt mich als einen optimistischen, aber unsensiblen Menschen. Japanisch heißt das Rakanshugi. Es wird behauptet, dass ich easygoing durchs Leben schreite, überall für gute Laune sorge, die Fähigkeit habe, zielstrebig zu sein und Leute zu begeistern, damit ein geborener Anführer und widerstandsfähig bin, aber durch den Blick auf das große Ganze eben auch unsensibel und gerne mal unpünktlich sein kann. Ja, jein. Unsensibel, gebe ich zu, kann vorkommen. Unpünktlich, aber definitiv nicht. Das hasse ich persönlich wie die Pest, ja, das mag ich gar nicht. Und als easygoing, unbeschwert würde ich mich jetzt definitiv auch nicht gerade bezeichnen. Aber ich mag es, andere zum Lachen zu bringen. Das stimmt wiederum. Andererseits, wer mag das nicht? Also ähnlich wie bei Horoskopen stimmt das Ganze so lala, ja, und ist ohnehin viel zu verallgemeinert, als dass man davon jetzt irgendwas ernsthaft ableiten könnte, meiner Meinung nach. Also nimm das Ganze nicht zu ernst. In der Videobeschreibung findest du aber trotzdem einen Link, falls du deine Blutgruppe kennst. Ja, da kannst du nachschauen. Ansonsten geh auf jeden Fall erst einmal spenden, dann kannst du das nämlich dann spaßeshalber auch mitdeuten. Just do it! Schließlich, um zum Thema zurückzukommen, auch wenn das natürlich nicht der Hauptgrund zum Spenden sein sollte, erhältst du in vielen Fällen auch eine monetäre Aufwandsentschädigung von ca. 25 € für deine Blutspende. Manche Krankenkassen, wie die Barmer, vergeben dafür wohl auch Bonuspunkte und im Anschluss gibt es noch einen kleinen Imbiss zur Stärkung. Oder wie man hier in Baden-Württemberg anscheinend sagt, da wird dann gefeschbert. Und an dieser Stelle möchte ich auch ganz ehrlich mit dir sein. Tatsächlich war bei mir dieser letzte Punkt, also das Monetäre, nicht das Essen, der ausschlaggebende Punkt, wieso ich damals mit dem Blutspenden angefangen habe. Wait a minute. Yep. So banal es klingt, ich hatte es auf der einen Seite schlichtweg noch nicht auf dem Schirm, dass ich jetzt als volljährige Studentin mein Blut spenden konnte und auf der anderen Seite
als ich nach Möglichkeiten suchte, meinen damals durchaus mageren Studentengeldbeutel etwas aufzustocken, wurde mir online neben anderen Dingen eben Blutspenden als Möglichkeit vorgeschlagen. Klingt erstmal absurd, aber hey, wenn man wirklich wochenlang nur von Tütensuppen gelebt hat, nachdem ein Studiumsprojekt die letzten Geldreserven gefressen hat, da greift man dann nach jedem Strohhalm und andererseits schien es mir aber wie beschrieben wirklich eine sinnvolle Sache. Also ging ich hin. Nervös und auch etwas beunruhigt, weil ich auch nie wirklich mit Spritzen klargekommen war, aber am Ende lief alles irgendwie ganz entspannt ab. Ja, und selbst der vermeintlich böse Piekser, die böse große Nadel, das war am Ende eigentlich auch nur halb so wild. Und für die Aufwandsentschädigung und viel mehr noch für das unglaublich gute Gefühl, etwas Gutes getan zu haben, was ich so nicht antizipiert hatte, ehrlich gesagt, war das alles schnell vergessen. Außerdem fühlte ich mich danach nicht nur mental gut, wie gesagt, ich hatte etwas Gutes getan, das gibt ein gutes Gefühl, sondern nach einigen Tagen, wie beschrieben, habe ich mich tatsächlich auch körperlich viel besser gefühlt. Und so ging ich schließlich nach der Schonfrist noch einmal Blut spenden. Und dann noch einmal und dann immer wieder und vor allem auch dann weiter, als das Geld nach meinem Studium nicht mehr der Grund war, als ich bereits gut verdiente und mich aber weiterhin sozial engagieren wollte. So ist aus einem zunächst egoistischen Grund etwas Selbstloses und Gutes für alle Beteiligten entstanden. Und genau das möchte ich dir auch mitgeben. Egal aus welchem Grund auch immer, geh Blut spenden, wenn du es kannst. Denn unabhängig von der Motivation hilfst du damit sowohl anderen als auch dir selbst. Und ob du überhaupt für eine Blutspende in Frage kommst, das kannst du wiederum ganz leicht unter dem Link herausfinden, den ich in die Videobeschreibung gepackt habe. Ja, da findest du eine grobe Checkliste vom DRK, die du vorab online durchgehen kannst. Sowie, wenn du in Frage kommst, direkt im Anschluss hast du auch eine Möglichkeit, nach dem nächsten Blutspendezentrum zu suchen und dort einen Termin zu vereinbaren. Ganz ohne vor Ort erscheinen zu müssen und so weiter. Ja, sehr komfortabel. Schau dir das unbedingt einmal an. Jedenfalls solltest du jetzt verstanden haben, gibt es wirklich jede Menge gute Gründe für eine Blutspende. Allerdings anscheinend leider immer noch nicht genug. Denn Fakt ist, es spenden viel zu wenig und über die Jahre auch immer weniger Menschen Blut. Aktuell sind es laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung weniger als 4 Millionen deutsche Spender jährlich, was nur ca. 3-5% der Bevölkerung entspricht und was ca. 14% unter dem Niveau von 2011 liegt. Ja, Jahr für Jahr ging die Blutspenderanzahl zurück. Uns geht wortwörtlich der Saft aus. Das wollte ich genauer untersuchen und habe selbst daher in Vorbereitung auf dieses Video eine Umfrage zum Thema gestartet. Ich habe meine Community befragt, ob sie schon einmal Blut gespendet haben und wenn ja, wie oft und wieso und auch wenn nein, wieso nicht und ob ich dieses Feedback veröffentlichen darf. Wenn du daran bisher nicht teilgenommen hast, schreib mir jetzt gerne einmal deine Antwort in die Kommentare. An alle anderen, vielen Dank an dieser Stelle für eure Teilnahme und vor allem auch für eure Ehrlichkeit. Das ist nicht selbstverständlich, wenn auch gleich das Ergebnis erwartend ernüchternd war. Denn die Hälfte der gesamten Teilnehmer hat noch nie Blut gespendet. Neben Gründen, die das Nichtspenden absolut verständlich machen, wie bestimmte Krankheiten, Medikamente oder schlichtweg andere Ausschlusskriterien, gab es aber auch ein paar Gründe, wo ich mir dachte, da lässt sich definitiv etwas machen. Oft wurde zum Beispiel die Angst vor Nadeln als Grund genannt, die ich dir nun hoffentlich nehmen konnte. Denn wie beschrieben, hatte oder habe ich diese Angst auch.
Aber mit der richtigen Motivation kann man diese überwinden. Und man muss schlichtweg beim Einstich auch einfach nicht hinsehen. Ja, klingt banal, aber das musst du nicht. Und vor allem, was ist ein kleiner Piekser, der, wenn überhaupt, weniger als eine Sekunde schmerzt, für 3 potenziell gerettete Leben? Also, ich denke, das ist überhaupt kein Grund, da nicht hinzugehen, Augen zu und durch. Aber ehrlicherweise hat mich etwas anderes, etwas mehr irritiert. Denn es kam auch oft der Grund, dass schlichtweg einfach nicht genügend Zeit da sei. Und genau hier muss ich nun wirklich einschreiten. Versteh mich nicht falsch. Erwachsensein frisst wirklich viel Zeit. Wir tragen Verantwortungen und unser Alltag ist oft bereits ohnehin schon viel zu voll, als dass noch eine weitere Sache hineinpassen würde. Ich kenne das. Ich selbst habe mehrere Jobs mit 2 Lehrstellen, meiner Online-Schule, dem Pflegen dieses YouTube-Kanals, mehreren Blogs und einiges mehr, neben Familie, Freunden, Fitness und Hobbys, die alle natürlich auch etwas vom Kuchen abhaben wollen. Allein dieses Video hat mich jetzt mehrere Wochen Arbeit gekostet für das Artwork erstellen, Prints erstellen, Scripting, Videoschnitt und so weiter. Dafür also gern auch einmal einen Daumen dalassen und ein Abo, wenn du diese Arbeit kostenlos unterstützen willst. Aber was, wenn ich dir sage, dass diese weitere Sache gar nicht so viel Zeit frisst, wie du denkst? Sie die Zeit sogar eher entschleunigt, dir Zeit zurückgibt und vor allem auch dich kreativer macht. Ja, endlich kommen wir nun auch zum letzten Grund, der Blutspenden für dich interessanter machen könnte und auf den du wahrscheinlich schon die ganze Zeit gewartet hast. Er kommt aber bewusst erst an dieser Stelle, weil ich die sozialen und gesundheitlichen Gründe als deutlich wichtiger erachte, ich dich erst in das Thema einführen wollte und vor allem auch, weil es eigentlich auch ziemlich banal ist. Also, was meine ich mit Blutspenden kann dich kreativer machen? Ganz einfach. Wenn du Blutspenden gehst, kommst du einerseits in der Regel an Orte, die du nicht oft frequentierst. Zumindest hoffe ich, dass du nicht oft ins Krankenhaus musst. Orte, die dir damit neue Impulse geben. Und andererseits, bis du in der Blutspendezentrale bist, ja, der Weg dahin, sowie dann auch die Zeit vor Ort, da kommt es oft zu planbaren Wartezeiten, die du effektiv in Verbindung mit den neuen Eindrücken nutzen kannst. Kurz, du bekommst neuen Input, neue Anregungen, die du meist direkt kreativ verarbeiten kannst. That's it? Ich habe es ja gesagt, es ist eigentlich banal und doch so wirkungsvoll. Hier einige Beispiele. Ich selbst arbeite als selbstständige Künstlerin zum Großteil im Homeoffice und daher begrüße ich auch jede Möglichkeit, einmal außer Haus zu kommen. Aber selbst wenn du bereits jeden Tag pendelst, weichst du hier eben sehr wahrscheinlich von deiner gewohnten Route ab. Und alles, was ungewohnt ist, wiederum, wird auch kreative Blockaden bei dir lösen, beziehungsweise eben neue kreative Reize auslösen. Neuer Input führt zu neuen Output. Das können einfach nur unbekannte Menschen oder auch ungewohnte Architektur sein, die du in der Bahn bis zum Ort der Spende zeichnest. Oder wenn dir die Reize an dem Tag bereits zu viel waren, kannst du die Transitzeit sozusagen auch einfach zum bewussten Abschalten nutzen. Ich meine, wann warst du das letzte Mal völlig im Moment, ohne Gedanken an morgen oder gestern zu verschwenden? Ja, Meditation, noch so ein wichtiges Thema, was oft viel zu sehr vernachlässigt wird. Die kannst du dann direkt mit dem Blutspenden verbinden. Denn du musst dich dafür nicht vorbereiten, ja? Du musst dafür keine Präsentation gestalten oder sonst irgendwas tun. Du musst einfach nur vor Ort erscheinen und die Wartezeit bis zur Spende beliebig nutzen. Ja? Genauso wie du es gerade brauchst, ob mit kreativ sein oder einfach nur meditativ im Moment anwesend sein. In jedem Fall wird dich diese Zeit aber kreativ beflügeln.
Mir geht es zumindest jedes Mal so. Lange habe ich während der Zugfahrt Skizzen für meine tägliche Routine oder meine kreativen Projekte erstellt. Wie zum Beispiel 2022. Da habe ich, anstatt morgens diese anzufertigen, habe ich meine Anatomiestudien lieber während der Fahrt angefertigt und dann statt am Morgen, da habe ich dann lieber andere Sachen gearbeitet, was ich jetzt nicht hätte während der Fahrt tun können. Ja, da habe ich die Studien eben dann auf einen anderen Zeitslot sozusagen geschoben und diese auf dem Weg zum und während dem Blutspenden erstellt. So habe ich, würde ich sogar sagen, keine Zeit verloren, sondern sie bzw. meine Aktivitäten einfach nur passend umgeschichtet und meiner Meinung nach sogar effizienter genutzt, weil ich weniger Zeit hatte. Ja, denn tatsächlich frisst Blutspenden gar nicht so viel Zeit, wie viele denken. Meistens brauche ich ungefähr circa 1,5 Stunden, wobei die meiste Zeit wirklich für die An- und Rückfahrt und das Festspannen im Nachgang drauf geht. Ja, das eigentliche Blutspenden dauert in der Regel nach der Voruntersuchung nicht länger als 10 Minuten. Und ich habe es mir sogar zu einer eigenen Herausforderung gemacht, meinen eigenen Rekord immer weiter zu toppen. Und jetzt bin ich schon bei circa nur 5 Minuten Blutspenden angekommen. Also wirklich machbar. Vor allem, da ich als Frau ohnehin nur 4-mal im Jahr Blut spenden darf. Und 4-mal im Jahr, 1,5 Stunden, ich denke, das hat wirklich jeder. Es ist generell sowieso eher eine Frage der Priorität. Denn sind wir ehrlich, keine Zeit zu haben, ist doch oft eher eine Ausrede für andere Dinge sind mir einfach wichtiger, aber das will ich gerade einfach nicht sagen. Wenn einem eine Sache wiederum wirklich wichtig genug ist, dann findet man immer Zeit dafür. Und genau deshalb habe ich dir auch all die Gründe zuvor aufgezählt, um dir das Thema wichtiger zu machen. Ja, wir alle haben die gleiche Zeit, aber es ist entscheidend, was du daraus machst. Und etwas Gutes für andere zu tun, während du selbst, wie du gesehen hast, gesundheitlich, monetär und eben auch kreativ davon profitierst, ist sicherlich sehr gut genutzte Zeit. Und weißt du was? Als wäre das alles noch nicht genug, möchte ich dir noch einen weiteren Grund liefern, weil mir das Thema wirklich mit der Zeit so stark ans Herz gewachsen ist. Ich hatte dir zu Beginn des Videos ja noch ein Geschenk versprochen und das sollst du auch haben. Das heißt, wenn du innerhalb des nächsten Monats nach Release dieses Videos Blutspenden gehst und du mir per Mail ein Foto von dir mit der Spendenquittung als Beweis sowie deine Adressdaten zusendest, bekommst du von mir eine Postkarte von diesem Artwork, welches ich für dieses Video erstellt habe, als Dankeschön für dein Engagement. Veredelt mit roter Heißfolie auf 350 Gramm wunderschönem Bilderdruck Designerpapier. Ohne Versandkosten, ohne Haken. Und selbst wenn du nicht spenden gehen kannst, wenn du jetzt die Checkliste durchgegangen bist und dann siehst, nee, leider darf ich doch nicht spenden, du aber trotzdem dieses Video kommentierst und es auf einem anderen Kanal wie zum Beispiel Facebook oder in einem eigenen YouTube-Video teilst, dann schicke ich dir trotzdem auch gern eine digitale Kopie von diesem Bild als Wallpaper zu. Ja, oder auch so, dass du es dann selbst für private Zwecke ausdrucken kannst. Zudem, wenn du aktuell in der S-Art School, meiner Online-Schule für Kreative, mit der ich dieses Video hier übrigens auch finanziert habe, Mitglied bist, bekommst du ebenfalls bald eine solche Karte kostenlos zugeschickt. Weitere Infos zu alledem findest du in der Videobeschreibung. Ich möchte das Thema einfach bekannter machen und das so, wie ich es am besten kann, mit meiner Kunst. Also gib es Ende nächsten Monats Blutspenden, werde S-Art School Mitglied oder hilf bei der Verbreitung dieses Videos und dieses wichtigen Themas und du wirst schon bald Besitzer dieses schönen Artworks in realer oder digitaler Form sein. Ja, ich hoffe, das hat dir jetzt wirklich den letzten Push gegeben, um den Schritt zur Blutspende zu wagen.
Wer weiß, vielleicht können wir gemeinsam die durchaus traurige Statistik verbessern. Und selbst wenn nicht, selbst wenn es nur ein paar Prozent mehr sind, stecken dahinter eben nicht nur Zahlen, sondern Leben, die du aktiv mit deiner Spende rettest oder zumindest verbesserst. Und darunter eben auch dein eigenes. Und wenn du nun weitere Videos wie dieses sehen möchtest, unterstütze gern meine Arbeit über einen einfachen Like, Kommentar und ein Abo auf diesem Kanal oder auch gern einen Kauf oder eine Mitgliedschaft in meiner S-Art School. Dann bekommst du auch kreative Bildung on top. Und hier kannst du nun ansonsten im Anschluss weitere Random Art of Kindness Projekte von mir ansehen. Die Videos sind divers, aber das grundlegende Thema ist immer das gleiche. Mit Kunst Gutes tun. Und davon sollte es meiner Meinung nach viel mehr geben. Und eben auch von Blutspenden. In diesem Sinne, bleib kreativ und bis bald.